Hallo, willkommen am 6. Tag unserer Reise. Heute ist viel Fahrtstrecke dran und deswegen verlassen wir auch relativ zeitig das Hotel bzw. unser Apartment in Akureyri und wir fahren auf eine kleine Insel namens Rute Island, die mitten im Fluss Blanda liegt. Hier stehen wir sogar mitunter in einem kleinen Wald. Und wir stellen auch ziemlich schnell fest, dass wir überhaupt nicht alleine dort sind. Auf Island findet man übrigens sehr viele Gänse, auch sonst sehr viel Vogelgetier. Es schnattert an jedem Eck und hier und da überqueren diese ganzen Gänse auch die Straße, weswegen man immer vorsichtig fahren sollte. Unser nächster Spot ist der Vatnsdalsvegur Viewpoint. Das ist ein abgelegener, idyllisch liegender See mit einer Hügellandschaft. Und hier ist echt überhaupt kein Mensch, man kann hier absolute Ruhe genießen. Lediglich Islandpferde sind hier unterwegs. Wir fahren nun weiter und zwar zum Hvitserkur. Das ist im Nordwesten im Hrunafjörður und es handelt sich dabei jetzt um einen Basaltfelsen, der 15 Meter hoch ist und mitten im Wasser steht. Die Isländer sagen, dass der Fels an einen versteinerten Troll erinnert, aber wir finden, es sieht eindeutig wie ein fressendes Nashorn aus. Wir waren ja schon in etlichen kalten Gewässern, aber das arktische Meer, das toppt alles. Das ist wirklich extrem kalt, richtige Nadelstiche. Nun ja, aber Hauptsache, wir waren mal ein bisschen drin. Und beobachtet wurden wir dabei übrigens von ein paar verspielten Seehunden. Es wird Zeit für eine weitere Schlucht. Und zwar fahren wir zum nächsten Wasserfall, dem Kolufossar. Der befindet sich in der Kolugil-Schlucht, in der der Fluss Vididalsa über mehrere Stufen in die Tiefe fällt und momentan eben auch ziemlich viel Wasser hat. Und in dieser Umgebung gefällt uns persönlich jetzt der Blickwinkel in der Schlucht selbst, weswegen wir euch gerne einmal diesen mal zeigen möchten.
Direkt an der Ringstraße befindet sich ganz unscheinbar der Grabrock-Vulkan. Von unten ist er relativ unspektakulär, aber erstmal oben angekommen wird man definitiv eines Besseren belehrt. Der Grabrock ist der größte von 3 Kratern im Umland, die auf einer vulkanischen Spalte liegen und ist ca. 170 Meter hoch. Entstanden ist der sogenannte Schlagvulkan vor etwa 3600 Jahren. Ja, und von oben bietet sich ein super Blick über die anderen Krater und weit ins Umland. Und es geht weiter. Fast nebenan ist der Glani-Wasserfall im Fluss Nordura, welcher einer der bedeutendsten Lachsflüsse Islands ist. Naja gut, Lachse sehen wir jetzt keine von hier aus, aber uns interessiert ja letztendlich auch der Wasserfall. Als letztes schauen wir uns noch die Hraun Fossar an. Übersetzt bedeutet es Lavawasserfälle. Diese vielen kleinen Wasserfälle geben mit dem türkisfarbenen Wasser des Flusses Hvita einen richtig spektakulären Anblick ab. Es muss ja auch nicht jeder Wasserfall mega hoch oder breit sein, um das besondere Etwas zu haben. Und ein paar Meter weiter oben ist übrigens der Barnafoss. Die nächste Unterkunft ist etwas ganz Besonderes, denn wir übernachten in einem der ältesten Häuser Islands, Baujahr 1908,
und bei einem waschechten Isländer, der uns viele Insider-Tipps und Stories über das isländische Leben erzählt und uns sogar just for fun mit isländischem Essen bekocht. Klar, das Haus ist alt, aber hat besonders viel Charme. Schaut es euch doch einfach selbst an, sowie zum Schluss noch die bisher gefahrene Gesamtstrecke.